Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W60 und heute, zumindest heute, wo ich das Video aufnehme, ist der 100. Tag von W60. W60 ist 100 Tage alt geworden. An dem Tag jetzt, gerade wo ihr das Video seht, wo es rauskommt, ist jetzt schon der 101. Tag. Erkenntlich hier am täglichen Login-Bonus, den ich jeden Tag abgeholt habe, der auf 19 ist und auf 20. Ist quasi der 101. Tag und ein Tag davor hatte nicht gezählt, weil am Freitag zu Serverstart da ja der Kalender noch nicht da war, sodass es jetzt quasi hier dann die Rundung gibt. Ein Tag später, also so kann man es sich halt merken. Deswegen hier immer noch der 100. Tag. Die Halbzeit ist angebrochen. Wir befinden uns auf 335. Immer noch in der Irrenanstalt. Wir haben hier einen fast 50-50 Magier hier am Start. Und ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe bisher immer ein ganz gutes Gefühl gehabt, so, die Reise sah ganz gut aus, aber ich muss sagen, jetzt wo die Halbzeit wir bei der Halbzeit hier angekommen sind, ja, ich habe echt Bedenken, muss ich sagen, mal schauen, wie es aussieht, weil man macht echt ziemlich langsam jetzt Progress. Wenn wir jetzt mal auf die ersten schauen, na klar, die haben deutlich mehr investiert in den Server, plus spielen halt auch noch optimal dazu. Bei mir, wie gesagt, fehlt dann nach wie vor der Elevator, da gehen wir nachher noch rein. Hier fehlt der Arena Manager, den ich hier komplett ohne spiele, ne? Also immer noch ein eigengesetztes Handicap, was ich hier am Start habe, aber die ersten Leute gehen hier, man sieht es in Richtung 390, bald 400. Und für die Leute sollte es, denke ich mal, kein Problem sein. Mal schauen, wie es für uns aussieht, ne? Ich bin sehr gespannt. In der Unterwelt, ja, haben wir jetzt ganz gut Progress gemacht. Wir können das Ding mal skippen hier. Denn wir haben unser Herz auf 13 jetzt gebracht. Das Seelen-Event letztens hat gut reingescheppert. Herz der Unterwelt bzw. Unterwelt generell für mich und das Projekt hier sehr essentiell wichtig. Wegen zwei Faktoren. Einmal das Teil hier, die Zeitmaschine, die mir zusätzlich halt Alu beschafft, also zusätzliche Erfahrung. Und das Teil hier, was mir halt in den Dungeons weiterhilft. Und die Dungeons sind halt für dieses Projekt innerhalb von 200 Tagen Stufe 400 schaffen. Ansonsten Bart-Up unerlässlich, sag ich mal, ne? Den Seelenextraktor würde ich generell jetzt weiter ausbauen, ja. Aber jetzt hatten wir ja gerade erst Seelen-Event gehabt. Und der Seelenextraktor, je nachdem wie hoch der ist, so richten sich halt auch die Seelen, die ihr zum Beispiel durch das Seelen-Event bekommt. Je nachdem ist dort dann halt die Wertigkeit. Das heißt, umso höher der ist, umso höher sind die Seelen, die ihr aus den Quests am Seelen-Event bekommt, ne? Für die, die es noch nicht wussten. Jetzt machen wir erstmal Fokus auf die Zeitmaschine hier. Haben jetzt auch gleich das Achievement freigeschaltet. Es war, glaube ich, relativ knapp. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt tatsächlich. Aber 25 Abenteuer, ja, man hat es gesehen, reicht auf jeden Fall für das Achievement. So, und jetzt knallen wir gleich das Teil hier weiter hoch. 5 Tage, ist eine lange Zeit. Wir skippen es direkt. Ja, die Pilze ist es mir auf jeden Fall wert. Und hier 3,7 Millionen ausbauen. Und ich würde sagen, ja, das skippen wir auch direkt rein. Dann haben wir es hier auf 13. Ja, das ist ganz nice. Dann machen wir das Tor hier erstmal noch weiter. Und das dauert jetzt auch erstmal noch eine Woche. Und wenn jetzt nächstes Seelen-Event kommen sollte, ich meine gut, vielleicht haben wir bis dahin wieder unsere Seelen zusammengefarmt. Mal schauen. Ich bezweifle es. Ja, das sind ja doch einige hier auf jeden Fall. Aber das Ding ist hier auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig. Ja, was auch wichtig wäre, ist, die Pets optimal zu spielen. Ja, das habe ich... Ach Mensch, das ist ja auch immer lästig hier. Die habe ich auch komplett vernachlässigt, beziehungsweise, ja... Oh Mensch, das ist so nervig hier. Ich habe sie halt jetzt nicht so optimal gespielt. Alter, muss ich jetzt wirklich reloggen? Junge, das nervt. Ja, ich habe sie nicht optimal gespielt. Pets für mich auch so ein Kryptonit, muss ich sagen, neben Arena Manager. Ein Feature, was cool ist, was ich feiere,
was ich das erste Mal gefeiert habe, aber wenn ich das zweite und dritte und vierte Mal und fünfte Mal machen muss, dann nachher nicht mehr feiert. Das ist genau das gleiche wie mit einem Arena-Manager. Finde ich eigentlich cool, wenn man es das erste Mal durchspielt, ne? Aber danach wird es halt einfach lästig so, wenn man noch mehrere Server hat. Ne? Ansonsten für einen Account gar kein Problem. Ne? Und bei den Pets war es genauso. Finde es geil, muss man auf die Suche gehen, man muss die Quest beachten und so. Und muss schauen, dass man zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort ist, ne? Sich nach Events richten und so, da muss man aufmerksam sein. Und wenn man das nicht ist, ja, dann bestraft einen halt das Leben, ne? So ist das. Und ja, wenn es der vierte Account ist, ist man halt eben nicht mehr so aufmerksam wie beim ersten. Deswegen, so eine Features wie Sammelalbum, Arena Manager, Pets, das war knapp. Die feiere ich alle sehr, die sind ultra cool und würde mir auch wünschen, wenn es da noch mehr irgendwie in die Richtung geht. Ne? Aber man muss mal aufpassen, dass das Spiel nicht zu überfüllt ist nachher mit zu vielen Features. Aber das sind so Sachen, die mache ich gerne einmal. Aber gut, vielleicht auch höchstens noch ein zweites Mal. Aber dann drittes, viertes, fünftes Mal dann nachher nicht mehr. Da fehlt dann einfach die nötige Motivation. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier endlich mal mit Klopdiwop weiterkommen, ja. Das wird mal Zeit, dass wir hier jetzt ja mal endlich durchkommen hier zum letzten Gegner. Wir haben jetzt schon den Gladi auf 13 und ja, Klopdiwop war auf jeden Fall früher der Way to go. Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan aussieht, aber ich glaube, es ist nach wie vor immer noch der beste Weg, den man gehen kann bei den Pets hier. Und dementsprechend haben wir unseren Gladi schon auf 13. Also eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Prozentchancen hier aussehen für den Gegner, aber eigentlich kann man da mal so langsam anfangen, den hier zu besiegen. So sehe ich das zumindest. Vielleicht müssen wir noch eine Stufe höher im Gladi, das wird nachher aber schon ziemlich expensive auf jeden Fall. Ja, weil der halt jetzt auch ordentlich Seelen kostet auf Stufe 14. Ne? Das sind jetzt so die letzten Stufen, die kosten nochmal ordentlich was. Ja, Erde und Schatten, hier die letzten Habitate, wo ich noch ein bisschen dran struggle. Ja, ansonsten, ja, die Dungeons sehen auch mager aus, sag ich mal. Man kommt hier auch relativ schlecht voran. Die Nazgüle, Mr. X-Ray und ich glaube hier das Playa Hauptquartier. Die haben so circa die gleichen Chancen. Also wir können mal versuchen, ob wir hier ein bisschen weiterkommen bei den dreien jeweils, aber die sind alle bei 0, ich weiß gar nicht, 0,7, 0,8 oder so. Oder ja, gehen halt jetzt Fifi hier zum Beispiel gar nicht. Na toll. Ja, ein bisschen Serverprobleme hier wieder am Start. Da müssen wir wieder reloggen. Ja, weiß nicht, ist das bei euch auch noch so, dass man hier so häufig, keine Ahnung, dass dieses Spiel so häufig verhakt irgendwie und dann kannst du da halt einfach gar nichts mehr machen. Ansonsten noch sehr interessant, könnten wir gleich mal an den Elevator schauen. Ein bisschen habe ich da auch schon Gas gegeben hier auf dem Server, aber ja, mit der Stufe kommt man natürlich noch nicht allzu weit. Deswegen, ach, guck mal, jetzt geht das schon wieder los hier, ne? Ja, das ist ja wirklich der letzte Schmutz hier. So, schauen wir mal hier. Hier können wir noch unsere Belohnungen einzacken. Ja, mit der Irrenanstalt sind wir auf Platz 13. Das ist hier Platzierung 4, also 4 bis 21. Das ist eigentlich recht solide, würde ich mal sagen. Bekommen wir gut Ressourcen hier. Sehr nützlich auf jeden Fall, weil davon habe ich auch nicht allzu viele. Beziehungsweise könnte man mal ein bisschen hier irgendwie zerlegen für Metalle. Das habe ich jetzt hier bisher alles für Dings aufgehoben. Für die Hexe. Aber generell ein bisschen Metalle mehr stacken wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Da mir die temporär dann doch weiterhelfen, ne, die temporären Stats. Sind ja für dieses Projekt dann doch vielleicht relativ wichtig. Gut, dann gucken wir mal in den Elevator rein. Hier kommen wir zumindest ein bisschen durch. Wenn die Dungeons uns heute hier nicht ranlassen wollen, ne, dann vielleicht hier zumindest ein bisschen im Elevator der Gilde Unterstützung leisten. Oder auch nicht. Ja, ach, also das ist wirklich, das muss ja auch nicht sein hier. Ne, machen wir weiter.
Nochmal einen kleinen Reloggerino hier. So. Erst nochmal. Kommt er jetzt? Ja. Nochmal ein paar Etagen, bevor er sich wahrscheinlich wieder gleich aufhängt. Deswegen, ja. Machen wir vielleicht nach dem nächsten Aufhänger hier heute Feierabend auf dem Server. Habt erstmal so einen kleinen Eindruck bekommen. Könnt mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Schaffe ich das binnen der 200 Tage? Wie gesagt, die Halbzeit wurde jetzt geknackt, aber der Level-Fortschritt ist jetzt ziemlich dürre, sage ich mal. Tut sich jetzt nicht mehr allzu viel und deswegen bin ich selber so ein bisschen am Zweifeln, ne, ob das was wird oder nicht. Ja, die Gegner wollen hier auf jeden Fall alle nicht liegen. Das sieht schon mal... Oh, obwohl... Könnte sogar noch was werden. Und die wären so viel einfacher alle, ne? Hätte man mehr Waffenschaden durch Runen, Lebensenergie halt, ne? Bessere Items generell durch die Qualität, ne? Man ist generell schon ein bisschen höher im Level und ja, von den Skills her durch die Gold- und XP-Runen. Also Arena-Manager wirklich essentiell wichtig auf jeden Fall. Und bereue ich vielleicht im Nachhinein, dass ich auf den verzichtet habe. Aber es geht auch ein bisschen danach, dass mir der auch nicht wirklich so viel Spaß bereitet, sag ich mal. Ne? Ja, ich werde den Tag hier noch weiter zu Ende bringen. Habe hier noch ein bisschen was abzuarbeiten heute. Ne? Und deswegen, ja, war es das soweit von mir. W60 nach wie vor, also wirklich ein kranker Server, muss ich sagen. 318.000 registrierte Spieler. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Also der Server ist auch gut aktiv, würde ich mal sagen. Und deswegen kann man da auch eine Empfehlung auf jeden Fall rausgeben. Wer da aktiv hier zocken will auf dem Server, macht hier, denke ich mal, nichts falsch. Konkurrenz ist sehr stark, sehr aktiv und ja, wahrscheinlich vergleichbar mit W50. Vielleicht sogar krasser. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.